Hallo ihr lieben Widder, wir schauen in eure Botschaft für das Kollektiv der Widder. Was darf ich euch mitgeben? So, was habt ihr denn Schönes unter dem Deck? Hier sind vielleicht ein bisschen Zweifel bei euch. Möglicherweise wollt ihr etwas umsetzen und ihr habt so dieses Ding, brauche ich gar nicht erst anfangen, ich schaffe das nicht. Aber die Karte sagt, dass du, wenn du deinen guten, gesunden Menschenverstand einsetzt, ein ausgezeichnetes Gespür für die Dinge hast und Gutes bewirken kannst. So, das ist eine schöne Energie, denn hier geht etwas los, was auf der Warteschleife lag. Etwas erfordert plötzlich die volle Aufmerksamkeit. Es gibt viel zu tun, man muss in Bewegung sein. Es ist wichtig, dass man sich die Details anguckt, damit man nichts übersieht. Und du begreifst hier sehr schnell, was du tun musst oder machen sollst und meisterst deine Situationen mit Anmut. Und hier ist ein bisschen Magie, ne? Hier werden Wünsche gewährt. Das Glück ist euch auf den Fersen. Es beginnt eine schöne Zeit und ihr bekommt so den Lohn für das, was ihr euch hier getraut habt. Also da, wo sich Selbstzweifel gezeigt haben oder das Gefühl, ich schaffe etwas nicht, kriegt ihr hier den gerechten Ausgleich. Und die Karte sagt auch, gönnt euch mehr, holt euch etwas, was euch gut tut, genießt, lebt mit Vergnügen, denn hier ist der Anfang einer ganz wunderbaren neuen Reise. Da braucht ihr wirklich keine Selbstzweifel haben oder keine Sachen mittragen, die irgendwie hinderlich wären, denn ihr seid hier beschützt von oben und ihr dürft eure Geschenke sozusagen der Welt weitergeben und noch ein bisschen ablegen, was euch zurückhält. Hier gibt es viele neue Gelegenheiten und dieses Gefühl, ich schaffe das, es ist ganz wichtig für euch aufrecht zu erhalten. Ja, hier wird sich ein verstrickter Weg beenden. Ein Mutterthema kann sich hier beenden. Eine Häutung und eine Transformation findet statt. Ein geraderer Weg entsteht. Und zwar mit Sicherheit und Erfolg geht ihr hier euren Weg weiter. Das ist so schön, ne? Hier beendet sich eine verstrickte Situation und hier habt ihr den Neubeginn. Also es ist wie neu loslegen. Da hier unterm Deck auch die Selbstzweifel sind, habe ich so dieses Gefühl, da ist ein bisschen Unsicherheit, das versucht ihr auf der bewussten Ebene hin und her zu wenden, aber das braucht ihr nicht. Es ist eine Zeit, wo ihr sehr viel wieder auftankt, wo euer Unterbewusstsein strahlt, wo ihr einen alten Schuh auszieht, der euch nicht mehr passt und wo wirklich Erfolg und Sicherheit gebucht ist. Es kann auch das Ende einer sehr schwierigen Zeit sein. Eine Sache, wo ihr sehr viel Energie verloren habt oder ja, wo es schwer war, die Dinge zu tragen. Eine Zeit, wo Mangel war oder wo ihr gedacht habt, ich bin nicht richtig glücklich mit allem, wie es ist. Und auch eine Zeit, wo ihr sowas wie so ein Trostpflaster kriegt, ne? Wo ihr euch mit etwas versöhnt. So, jetzt haben wir hier die Veränderungen, die euch ein Gefühl der Sicherheit bringen, ein Gefühl des Erfolges, ein Gefühl von, endlich erkenne ich eine richtige Richtung. Der Energiehaushalt wird wieder aufgefüllt.
Der ein oder andere hat hier sogar dieses Ding von Unabhängigkeit erworben. Ne? Man hat sich nicht abhängig gemacht, man hat sein Ding alleine durchgebissen. Der ein oder andere hat vielleicht ja auch Dinge zu Ende zu bringen, die mit Ämtern oder Behörden zu tun haben, auf die Antworten länger gewartet worden sind, oder möchte sich selbstständig machen. Hier liegen tatsächlich gute Erfolge oder auch Möglichkeiten für euch, etwas unabhängig weiterzumachen. Möglicherweise habt ihr sowieso hier dieses Gefühl von, ich boxe alles alleine durch. Aber genau das ist das Ende auch dieser Verstrickung, ne, wo man immer so abhängig ist vom Umfeld oder vom Gutdünken von anderen. Es kann eine arbeitsreiche Zeit sein, die auf euch zukommt. Möglicherweise haben die ein oder anderen auch mit dem Arbeitsamt irgendetwas zu tun. Möglicherweise tretet ihr dem Umfeld gegenüber ganz anders auf, nämlich verankert, stabil, beschäftigt. Hier ist vielleicht auch so eine kleine Warnung dabei, ne? Wenn das Umfeld viel fordert, grenze dich auch ab. Natürlich sind es beste Energien für die Berufung, für die Selbstständigen, eine berufliche Veränderung auch vorzunehmen, und hier sind sie wieder, eure Zweifel. Ne? Hier ist langfristiges Wachstum zu sehen. Eine Bewegung setzt ein für ein neues Kapitel in eurem Leben. Es kann ja auch sein in diesem Blatt speziell, dass ihr etwas, was, ich sage mal, im beruflichen Bereich oder an Themen, an denen ihr arbeitet im Leben, dass die so verändert sind oder werden, dass sie eurer Vitalität mehr entspricht. Das haben wir in den Readings jetzt sehr oft dabei gehabt, ne? Dass da ein Gleichgewicht ist, auch zwischen Geben und Nehmen oder Leistung und Vergnügen. Hier könnt ihr ganz gut auch mal über euch selbst drüber kommen, über ein bestimmtes Thema, nämlich in welchem Bereich habt ihr solche Verstrickungen, dass ihr nicht an euch glaubt. Guckt mal, ihr habt die Erntezeit jetzt hier. Ne? Begrüße Fülle, Reichtum und Segen. Das ist hier dieser Kreis, dieser Kornkreis, die Kornrade, die etwas vorbringt, was sich für euch auszahlt. Und unterm Deck habt ihr noch den Ehrenpreis. Das ist sehr passend, denn hier kommt etwas in Bewegung, etwas nimmt Fahrt auf, was euch innerlich wieder berührt und wo eben Wunden aus der Vergangenheit und Gefühlsstauungen wieder ins Fließen kommen. Sehr spannend. Nutzt eure Zeit. Guckt nicht auf die Vergangenheit oder die Verstrickung, sondern auf den Moment. Vielleicht ist die Lernaufgabe hier, man kann etwas nicht mehr zurückholen und macht aus dem, was man jetzt hat, das Beste. Und unterm Deck habt ihr noch das Thema grenzenlos. Ne? Hier sind viele Selbstzweifel und Hadern mit irgendetwas, wo man sich etwas nicht zutraut. Und die Karte sagt einfach, man hat so seine eigenen Begrenzungen im Kopf, wie etwas gehen könnte oder wie etwas auch nicht gehen könnte. Oder warum etwas nicht gehen könnte. Guckt mal. Hier ist die finanzielle Erleichterung, die Ernte, irgendein Thema ist hier, das sich für euch so zeigt, dass ihr auch Fülle erfahren dürft und Segnungen. Ihr habt hier Neubeginne, die zur Fülle führen. Mit der Sonne sowieso die besten Ergebnisse auch.
Und ihr Lieben wieder, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.